Willkommen zu meinem zweiten Video, 2 Tage Wildtierbeobachtung in Panama-Stadt. Ich war weder in einem Zoo noch in einem botanischen Garten bei den Aufnahmen. Mein Beobachtungsraum war die Strandpromenade Avenida Balboa und die angrenzenden Straßen. Der häufigste Vogel ist der Langschwanzsterling oder englisch Great-Tailed Grackle. Man findet ihn überall in ganz Panama. Er wirkt sehr intelligent und fällt durch seinen schönen Gesang auf und vor allem den großen Unterschied zwischen Männchen und Weibchen. Er sucht am Boden nach Insekten, frisst Eier, ernährt sich auch von Gemüse und Obst wie Essensabfälle und laut Wikipedia fischt er sogar, obwohl er nicht schwimmen kann. Das Gewicht der Männchen liegt zwischen 203 und 265 Gramm, das der Weibchen zwischen 115 und 142 Gramm. Als zweites stelle ich den American Black Vulture oder Rabengeier vor. Auch er ist unübersehbar immer in Panama anzutreffen. Seine Spannweite beträgt 1,5 Meter und er wird zwischen 1,2 und 1,9 Kilo schwer. Da er ein Geier ist, frisst er vor allem Aas, aber auch Eier und jagt gelegentlich geschwächte Tiere und Reptilien. In der Luft kann man ihn unübersehbar an seinen schwarz-grauen breiten Flügeln erkennen und man sieht ihn auch auf Ästen oder Gebäuden sitzen. Der Prachtfregattvogel ist auch in Strandnähe immer zu sehen. Männchen und Weibchen sind unterschiedlich gefärbt. Die Flügelspannweite beträgt zwischen 2,17 Meter und 2,44 Meter und er wird 1,1 bis 1,6 Kilo schwer. Er verbringt oft Tag und Nacht nur im Flug, jagt Fische, Tintenfische, Krustentiere und stiehlt anderen Vögeln die Beute. Überrascht hat mich auch die Häufigkeit der Braunpelikane. Sie sind die kleinsten Pelikane. Die Flügelspannweite ist 2 Meter bis 2,30 Meter und werden 2 bis 5 Kilo schwer. Bei der Jagd fliegen die Vögel zwischen 18 und 21 Meter über das Meer und stürzen sich wie Eisvögel ins Wasser. Ich glaube, bei dem nächsten Vogel handelt es sich um den Great Kiskadee oder zu Deutsch Schwefelmaskentyran. Er gehört zur Familie der Fliegenschnäpper oder englisch Flycatcher, ist Nesträuber, frisst Insekten, sogar Frösche, Eidechsen, Hundefutter und ist sehr anpassungsfähig. Zum Verwechseln ähnlich hier der Graukappen-Maskentyran, englisch Grey-Capped Flycatcher. Folgende Vögel sieht man nicht jeden Tag oder man muss besonders genau schauen. Der Black-Jacked Woodpecker oder deutsch Schläfenfleckspecht ist der häufigste Specht, den ich in Panama gesehen habe. Diesen schönen Vogel konnte ich nicht identifizieren. Auch ein Online-Vogelerkennungstool scheiterte. Wahrscheinlich gehört er zur Gruppe der Flycatcher oder Fliegenschnäpper. Falls ihr wisst, wie der Vogel heißt, schreibt es bitte in die Kommentare.
Eher schwierig zu entdecken sind grüne Papageien. Auf einem Spielplatz hörte ich krähenähnliche Geräusche ganz oben in den Baumwipfel. Sind das Orange-Chinned Parakeets oder zu Deutsch Goldkinnsittiche? Es sah so aus, als hätten sie dort oben im Baumwipfel eine Nisthöhle. Zu meiner Verblüffung konnte ich auch einen Silberreiher und wahrscheinlich einen Graureiher entdecken. Beide Reiherarten kommen auch in Österreich vor. Zusätzlich konnte ich noch 2 Schneesichler oder amerikanische Weißibisse fotografieren. Auch ein paar Hausspatzen und Ringeltauben lebten hier. Natürlich konnte ich nicht alle Vogelarten, die ich gesehen habe, fotografieren. Bei einem Aufenthalt in Panama-Stadt können Sie die meisten der hier gezeigten Vögel ohne Aufwand sehen.